Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia, unser Videoblog zu den kleinen und großen Meisterwerken unseres neuen Italien-Abschnittes. Und bei mir steht Gitta, oder auch die Leitsteinhexe, ich weiß gar nicht, woher dieser Spitzname kommt. Sie ist zuständig für den Gleisplan, und zwar ihn von einer gedruckten Form in den Computer zu einem Gleisbild sozusagen umzufunktionieren, damit am Leitstand diejenigen, die die Züge steuern, auch genau am Computer sehen, was letztendlich hier auf der Anlage passiert. Das ist die eine Aufgabe, die sie beschreibt, und die andere wird die Zugbeleuchtung sein, die du auch schon seit Jahren machst. Ja. Aber Gleispläne, du hast, glaube ich, fast alle 15 Kilometer, die wir im Wunderland haben, in den letzten 15 Jahren in den Computer gebracht, ja, oder? Kann man so sagen, ja. Am Anfang hat noch DAC geholfen, aber jetzt die letzten Jahre habe ich es eigentlich mal alleine gemacht. Und den Plan, den Joachim hier nach den Ideen von Gerd gezeichnet hat, ist der jetzt konfus oder ist das Standard? Weil ich finde ihn konfus. Ist Standard, also ich kenne das natürlich in- und auswendig. Für Laien ist es sicherlich unübersichtlich. Er ist riesengroß, es ist nur eine Hauptbahn von vielen Strecken, die wir in dem Italienabschnitt haben. Und wenn man sich nur dieses kleine Teil hier anschaut, da liegen 15 oder 16 Gleise, völlig verwirrend, übereinander, untereinander. Das ist diese Ecke da, hier laufen auch noch mehrere Bahnen, es ist nicht nur diese. Fragst du dich manchmal, was hat Gerd denn da geplant? Ja, ich frage mich manchmal, was der denn so genommen hat, bevor er sowas zeichnet. Nein, im Prinzip kennen wir das natürlich schon. Und ja, dann muss ich ein bisschen Fantasie und auch einiges wird dann hinterher nochmal nachgeändert. Man kann das schon noch ein bisschen verändern, wenn es fertig gezeichnet ist. Das schauen wir gleich mal, wie das im Computer kommt. Das zweite Thema ist die Zugbeleuchtung, auch ein Steckenpferd von dir, was du total liebst und mit ganz viel Liebe machst. Und das wird eine ganz spannende Folge, davon bin ich überzeugt. So, nun sitzen wir schon bei Gitta am Arbeitsplatz und sie hat mir gezeigt, sie hat die Nebenbahnen schon fertig und das ist alles auf einem kleinen Monitor, die 5 Nebenbahnen im Italienabschnitt. Das heißt, es geht darum wirklich, dass man möglichst viele Dinge weglässt oder ganz doll schrumpft. Ganz doll schrumpfen ist das Richtige. Wir machen Miniatur auf dem Gleisbild sozusagen. Das heißt, alles das, was nicht wichtig ist für den, der die Züge steuert, das macht ihr ganz klein. Ja, genau. Also wir lassen nichts weg, obwohl, naja gut, ein paar Meter Gleis lassen wir optisch weg. Wenn ich zum Beispiel 1 Zentimeter Gleis hier auf dem Monitor habe, sind das vielleicht in Wirklichkeit 3 oder 4 Meter. Nun ist das alles auf einem Bildschirm. Wie wird das bei der Hauptbahn 10 sein? Passt das alles auch so auf einen Bildschirm? Nee, also dadurch bedingt, ihr habt das schon gesehen, dass das so lang ja. ist, muss ich das zusammenschrumpfen und das wird eigentlich ganz im Rahmen bleiben, es wird rausfallen. Und da man kann das Gleisbild aber später so verschieben immer. Und das heißt, man muss wirklich hin und her bewegen, wenn man alles sehen will. Macht es das nicht ganz unübersichtlich? Ein bisschen. Wenn da zum Beispiel außerhalb des Sichtfeldes was passiert, kriegt ihr das mit? Ja, wir kriegen natürlich eine Fehlermeldung vorne, aber es ist natürlich eigentlich schön, wenn man also da funktioniert Railware sehr gut. Ja. Perfekt. Zweites Thema ist ja die Zugbeleuchtung und nun denkt man, ja, Deckel aufmachen, Figürchen reinsetzen, Licht rein und dann ist das fertig. Aber alle Züge sind anders. Es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung, oder? Wir haben ja früher, ganz am Anfang vor 15 Jahren, mit so kleinen also mit Lampen gebaut, mit Glühbirnen. Das war der Wahnsinn. Alle halbe Jahr waren die kaputt. Ja, das ist schon toll mit den LEDs heutzutage. Und die Figuren, ja, man kann jetzt ja einfach ganz normal welche reinsetzen. Wer Gitta kennt, das macht sie nicht. Also ich finde immer, die Lieblingsszene von mir sind die Pinguine in Schweden. Das heißt, du machst auch in Italien wieder ein paar witzige Sachen rein. Ja, natürlich, immer passend, damit irgendwas ist. Also immer gerade Züge, wo man gut reingucken kann, wo die Fenster sehr groß sind, mache ich immer lustige Szenen. Es gibt überall welche, ich habe zum Beispiel Waggons, wo sind nur Nonnen drin oder Punks, die da eine Fete feiern. Meine Pinguine natürlich, die dann noch die restlichen vom Bahnsteig einsammeln. Und ja, so lasse ich mir immer mal was Lustiges einfallen. Und was ist das für ein Gefühl, dass wahrscheinlich nur 1% unserer Besucher das sehen? Naja, mir reicht dieses 1%, darüber freue ich mich tierisch. Mensch, also wir schauen mal, wie jetzt der Gleisplan entsteht und das wird spannend, ob das alles in möglichst enge Räume da in den Computer reinkommt. Wir fangen mit den Schattenbahnhöfen an. Ich habe hier Symbole, die ich aussuchen kann. Also hier einmal das Gleissymbol, das ist erstmal das Wichtigste. Jetzt habe ich hier einen Schattenbahnhof, der hat 10 Gleise. Das brauchen wir halt, um das Ganze zu steuern. Das heißt, ich zeichne jetzt alle Wege, die wir haben und ja, aber fange mit den Schattenbahnhöfen an. Die Schattenbahnhöfe nehmen am meisten Platz weg, deswegen zeichne ich die. Das sind 4 Stück bei dieser Bahn, in jeder Ecke ein. Und wenn ich dann die Schattenbahnhöfe fertig gezeichnet habe, dann muss ich die alle miteinander verbinden mit den Strecken dazwischen und den großen Bahnhof noch in Rom und so weiter. Das muss alles mit dazu. Also hier haben wir einmal die Schattenbahnhöfe, das sind mal diese ganz vielen Striche nebeneinander. Haben wir 2 Stück, die sind in Wirklichkeit aber längst übereinander in der Anlage. Und ja, hier müssen sie natürlich nebeneinander gezeichnet sein und natürlich auch bei mir im Plan. Das heißt, die Schattenbahnhöfe kann ich nicht übereinander machen, das geht ja nicht. Also muss ich sie alle untereinander, das muss auseinandergezogen werden. Ja, und dann haben wir hier in der Mitte, das ist dieses Gewusel, was wir eben schon unten in der Anlage gesehen haben. Da ist sehr viel nachher verdeckt, das kann man nicht mehr sehen, also als Gast, sondern das sehen wir nur, wenn wir hinter der Anlage sind oder unter der Anlage sind. Dann muss ich auch noch Bahnsteige zeichnen, denn die Personen müssen ja ein- und aussteigen können. Dann brauchen wir Bahnhofsbezeichnung, wie heißt denn dieser Bahnhof? Und ja, da kommt noch ganz viel drumherum. So, ich zeichne jetzt mal einen Schattenbahnhof, den ersten sozusagen.
Ja Leute, jetzt habe ich also die ersten 2 Schattenbahnhöfe schon mal, also einen fertig fast und einen angefangen. Und ja, das dauert alles sehr lange, ist sehr aufwendig und der Rest des Gleisbildes dauert noch ein bisschen länger. Ich sitze da mehrere Tage dran insgesamt, weil man kann nicht 10 Stunden auf den Rechner gucken. Und wir lassen das jetzt mal so stehen. Ich mache in den nächsten Tagen das Gleisbild fertig und ich zeige euch das, wenn das fertig ist und erkläre das dann nochmal. Zum Beispiel hier habe ich Neidhardt und das ist unsere Testlok. Die fährt immer das allererste Mal auf einer neuen Strecke, um zu gucken, ob alle Wege frei sind, ob überall Strom ist und so weiter. Und die wird immer dem Land entsprechend angepasst, was wir bauen. Das ist entstanden, weil wir in Hamburg gerade begrünt haben, als er durch die Gegend fuhr. Und jedes Mal, wenn er irgendwo vorbeifuhr, wo einer mit dem Begrünungsgerät unterwegs war, hat er gleich einen abgekriegt, bis er eine große Wiese war. Und ja, so haben wir ihn dann gelassen. Und dann ist er in Amerika-Bau ist er dann rumgefahren, alles mit Kakteen und keine Ahnung, was wir alles draufgeklebt haben. In Skandinavien habe ich ihn zum Wikingerschiff gemacht. Ja, und Italien haben wir eine dicke Nudel draus gemacht, ne? Ja, ich habe hier einen Waggon, der ist von außen nicht so ganz hübsch. Und naja gut, von außen kann ich nicht so viel machen, die fahren halt so. Aber innen drinne könnte man lustige Sachen machen und dafür ist so ein einfacher Waggon ganz gut. Wobei einfach ist er gar nicht, ist nämlich eigentlich einer von den schwierigeren Waggons, denn das ist ein Schlusswagen. Schlusswagen bedeutet, es ist ein Steuerwagen, wo am Ende immer noch ein Lokführer drin sitzt. Denn unsere Züge in Italien sind fast alles Pendelzüge. Die fahren nämlich in Rom in den Kopfbahnhof rein und müssen aber auch wieder raus. Und deswegen muss auch da ein Lokführer rein. Da muss ich mir auch gleich das Kabinenhäuschen noch ausbauen. Und wir müssen einen Decoder einbauen, damit das Licht hier vorne immer umschaltet. Denn wenn der Waggon vorne ist, muss ein weißes Licht sein. Wenn er gezogen wird, also er der letzte Wagen ist, muss ein rotes Licht leuchten. So, wir müssen da jetzt erstmal eine neue Stromabnahme einbauen. Hier ist eine drin, die ist aber nicht so toll, habe ich schon gesehen. Das ist sehr wabbelig, das wird nicht lange halten, deswegen bauen wir unsere Stromabnehmer ein. Eine Stromabnahme muss immer noch in einem Waggon im Zug mit drin sein. Der unterstützt praktisch die Lok. Wenn die Lok mal irgendwie ein bisschen keinen richtigen Kontakt hat, ein bisschen im Dreck steht, dann kriegt er von diesem einen Waggon, kriegt die Lok dann noch über die E-Kupplung Strom und so fährt sie dann sicherer und ohne Lichter flackern. Nehme ich jetzt zum Beispiel diese Seite, von der Seite den Strom, das ist, sage ich jetzt mal Plus, dann muss ich es auf dem anderen Drehgestell auf der anderen Seite den Strom abnehmen, nämlich Minus, damit wir beides haben, sonst funktioniert das ja wieder nicht. Deswegen muss man an beiden Drehgestellen jetzt Stromabnehmer einbauen. Jetzt haben wir da eine lustige Szene reingemacht, die Pizzaschlacht, und ich mache noch den Rest. Das heißt, wir brauchen einen Decoder, der muss in den Endwagen mit rein. Der schaltet nachher das Licht um, von Rot auf Weiß oder von Weiß auf Rot, je nachdem, welche Farbe wir brauchen. Der wird hier einfach nur eingesteckt. Dann müssen wir gucken, das wird dann programmiert, das mache ich jetzt nicht, das wird am Leitstand passiert, auf der Einmessstrecke. Und dann müssen wir hier noch den Strom anknüpfen und das Führerhaus wieder einbauen mit unserem Pizzafahrer. So, ja, jetzt machen wir den Deckel zu. Das Wichtige ist halt immer auch so, das zuzumachen, dass man die Kabel möglichst hinterher nicht durch die Fenster sieht. Bei einigen Waggons geht das ganz einfach, weil die Enden nicht so durchsichtig sind, aber bei dem hier ist das ein bisschen doof. Da muss man ein bisschen tricksen und die ein bisschen zur Seite drücken, damit man möglichst wenig Kabel hinterher erkennen kann. Und nun wollen wir mal gucken, ob das auch leuchtet. Ah, das leuchtet. Ja, also wir haben jetzt gezeichnet hier die Hauptbahnszenen. Hier sind die Zuganzeiger, das sind die Signale, wir haben Weichen. Die weißen Balken hier sind Bahnsteige, da ist ein Bahnhof, da müssen wir noch einen Namen eintragen. Und jetzt müssen alle Züge wissen, wo darf ich hinfahren, wie schnell darf ich fahren, wo muss ich anhalten, wie lange muss ich anhalten. Und das müssen wir jetzt alles noch eingeben in das Gleisbild. So, damit die Züge überhaupt fahren können, brauchen wir Melder. Das heißt, die Kontakte im Gleis, die Züge auslösen und der Rechner dann weiß, wo ist denn dieser Zug. Die müssen wir alle eintragen. Das heißt, auf der ganzen Strecke müssen alle Melder eingetragen werden. So, wir haben die Stoppmelder eingetragen, wir haben die Melder eingetragen. Die Bremswege wurden schon von anderen Kollegen eingetragen. Bremswege sind, ist die Strecke im Gleis, die der Zug zum Bremsen hat, damit er weiß, wo er anhalten muss. Das Besondere ist halt, dass wir bei unseren Schattenbahnhöfen in Italien fast alle doppelt belegt haben. Das heißt, es stehen 2 Züge hintereinander. Und jetzt muss ich den Zuganzeigern noch sagen, dass sie zusammengehören, dass sie in einem Gleis sind, sozusagen. Das hier ist der Bahnhof, diese 4 Gleise. Und das ist das Menü. Das ist kein Schattenbahnhof. Wir wollen einen neuen Bahnhof machen. Den nenne ich jetzt mal nur Rocca. Und das ist halt ein Bahnhof. Die zugeordneten Zuganzeiger, das sind die 4 hier. 1, 2, 3, 4. Und jetzt kann ich hier noch eine Haltedauer angeben.
Das heißt, ich sage jetzt zum Beispiel, weil ich noch nicht weiß, was für Gattungen wir da haben werden, alle Züge sollen, egal ob sie von links oder von rechts kommen, 20 Sekunden halten. Jedes Mal, 100%. Das machen wir ein bisschen länger. Da machen wir mal 1 Minute draus. Also alle Züge, die jetzt hier reinfahren, würden 1 Minute halten und dann da wieder rausfahren. Und ansonsten kann ich noch eine Zuglenkung eingeben. Das heißt, ich kann jetzt bestimmten Zügen sagen, du darfst nur in das eine Gleis fahren und der andere Gattung darf nur in das andere Gleis fahren. Wir haben verschiedene Zuggattungen. Das heißt, wir betiteln einen Zug, was ist er für ein Zug? Ist er ein Intercity? Ist er ein ICE? Ist er ein Reinigungszug? Ist er ein Güterzug? Dann ist er ein CB bei uns. Und diese Betitelungen sind aber echt, die gibt es auch bei der Deutschen Bahn und die haben wir so übernommen. Und das kann ich jetzt hier explizit eintragen in jedem Zuganzeiger, welcher Zug darf wo reinfahren. Weil ein Güterzug soll eigentlich nicht am Bahnsteig anhalten oder überhaupt da durchfahren, wenn er ein anderes Gleis hat, ohne Bahnsteig. Ein Personenzug sollte natürlich möglichst ein Bahnsteiggleis haben, sonst können die Personen ja gar nicht aussteigen. Ich werde jetzt mal die nächsten Tage mich an das Gleisbild von der Hauptbahn 10 ransetzen, um das fertig zu machen. Ich habe jetzt ja nur den Anfang euch gezeigt. Da sind noch ganz viele Kleinigkeiten bei, die ich nicht alle erklären will, das wird zu intensiv. Und ja, man braucht da sehr lange für, man muss sehr konzentriert arbeiten, damit man nichts vergisst, alle Melder auch nebeneinander nachher sind. Und ich möchte das jetzt machen die nächsten Tage und dann könnt ihr euch das Endergebnis angucken. Und dann lasse ich mal einen Zug simuliert fahren. Da kann man das sehr schön sehen, wie die Melder auslösen, wie er anhält und so weiter. Ich wurde gerade von Gitter in meine Kindheit zurückgeführt. Ich habe es nämlich geliebt, genau solche Labyrinths aufzulösen. Nur habe ich ihr gerade gezeigt, du hast keinen Ausgang gemacht. Ne? Scherz beiseite, das ist der komplexeste Gleisplan, den du bis jetzt gezeichnet hast, oder? Ja, weil es der größte ist von der Länge her und ich muss den halt wirklich zusammenstauchen, aber wir müssen ganz viel hin und her schieben nachher auch am Leitstand. Ja. Das heißt, du musstest also auf diese kleine Fläche des Computers dieses ganze Gleisbild so sinnvoll hinkriegen, dass es die Kollegen vom Leitstand auch mitkriegen. Ne? Genau. Dass sie also verstehen, was du dabei gezeichnet hast. Ich habe nämlich zum Beispiel den Gleiswendel gesucht, aber den gibt es hier auf diesem Plan nicht. Braucht es auch nicht, weil es muss ja nicht jedes Gleis dargestellt werden. Aber er sieht hier gar nicht aus wie ein Gleiswendel. Warum? Ja, wir brauchen also es ist den diese Wendel. Ecke hier. Genau, das ist im Prinzip, das ist die unterste Etage und eigentlich sehen fast alle Etagen so aus. Aber das ist nur ein Teil der Wendel und die muss ich nebeneinander ziehen, weil ich kann das ja nicht aufeinander zeichnen, dann sieht man das nicht und mehr. Du kannst auch nicht nur einfach Eingang und Ausgang zeichnen, weil dazwischen Weichen und Signale sind. Weichen und so weiter und teilweise 10 Züge, die sich da drin in dem Bereich aufhalten und die müssen ja alle irgendwie angezeigt werden. Und das ist nämlich das Besondere, im Wunderland ist ja gar nicht der größte Teil der Gleise oberirdisch, sondern der ist unterirdisch, damit die Züge sozusagen richtig geparkt werden und auch in die Abwechslung kommen, sodass da unten die Züge zugefahren werden und so. Das muss natürlich für denjenigen, der es steuert, alles mit auf dieses Gleisbild drauf. Was war noch schwierig? Die Übergabe? Weil es sind 2 Hauptbahnen, die sozusagen ineinander übergreifen. Ja, die Übergabe vom Zeichnen ist das nichts, also das ist ein Symbol sozusagen. Was noch witzig war, hier hinter Rom die Ecke, da ist ganz viel übereinander und drunter. Ja, das ist und diese Ecke hier, da drüben? Ja genau, das ist das hier. Das hier ist im Prinzip dann diese Ecke, die ich versucht habe, möglichst genau so zu zeichnen. Und da, wo wir am Anfang der Folge standen und gesagt haben, genau. Genau, und das Problem ist halt auch, dass da ganz viel oberirdisch, unterirdisch wechselt, immer Tunnel sind und das machen wir mit diesen Tunnelsymbolen, dann sieht man, dass das nicht sichtbar ist. Und musst du ab und zu überprüfen, ob du blind geworden bist, sozusagen in deinen Gedanken? Holst du dir mal jemanden vom Leitstand? Oder? Vom Leitstand das nicht, also das geht eigentlich ganz gut, aber ich gehe manchmal vor Ort runter und gucke mir das nochmal an, ob ich das jetzt auch sinngemäß so gezeichnet habe. Und hinterher geben sie dir die Keule, weil du es doch anders gezeichnet hast, als sie es brauchen, oder ging es bis jetzt? Also bis jetzt hat sich keiner groß beschwert. Manchmal kann man noch Kleinigkeiten hinterher ändern. Na toi, toi, toi. Das zweite Thema ist ja Züge beleuchten und Gitter hat mir offenbart, ich soll heute einen Zug beleuchten. Ich bin mal gespannt, ob ich das kann. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich habe ja viel im Wunderland gemacht und weiß auch über die meisten Dinge ja schon irgendwie Bescheid. Aber ich habe noch nie in meinem Leben einen Zug beleuchtet. Ja, dann das erste Mal. Machen wir es. So, Gitter hat mir diesen Waggon in die Hand gedrückt. Das ist von Zug Nummer 4153 der erste Waggon. Wenn ihr also irgendwann guckt und diesen Zug seht, der erste Waggon, da müsst ihr genau hinschauen. Das ist mit Sicherheit der beste bei diesem Zug geworden. Also als erstes mache ich ihn auf. Na, guck. So. Da müssen jetzt E-Kupplungen ran, also elektrisch leitende Kupplungen. Genau, mehr weiß ich auch nicht. Ja, dazu müssen wir erstmal einen Gang finden, wie wir sie reinkriegen ins Innere. Genau. Einfach nur rein, bis es Klick macht, dann ist sie drin. So. Dann schiebst du ganz nach hinten bis an die Dings ran, genau. Und jetzt musst du alle 4 Kabel durch das Loch durchfriemeln. Weißt du auch, warum wir den Schrumpfschlauch drüber machen?
damit die schön zusammenhalten, die Gleise, Genau, weil, die Kabel. genau, weil sonst Damit kann sie es nicht immer in die sein, Kupplung gehen, in das Bewegung, Getriebe gehen. dann bleiben die schon mal irgendwo hängen und ziehen sich raus dann nachher oder so. Eine lange hier oben rein. Genau. Das reicht eigentlich zum Halten. So, das ist fertig, aber jetzt müssen natürlich noch Figuren rein. Also nehmen wir unsere lieben kleinen Preisaleins. Die hast du ich da, hier, ne? genau. So, und da sind die Beinchen schon gekürzt? Genau, denen habe ich schon die Füße amputiert, weil sie sonst meistens nicht in die Sitze passen. Weil die Italiener hier zu klein bauen, oder wie? Ja, es ist nicht nur an die Italiener, sondern allgemein ist manchmal, dass es nicht wirklich passt. Und manchmal die Füße einfach nur einen Tick zu lang sind und dann müssen die Füße ab. Sind ja auch kleiner, die Italiener. Das stimmt Vielleicht wohl, sind ja. Naja, gut. Ist auch jeder Okay. Waggon unterschiedlich. Ja, Darf musst du ich aber gucken. selbst entscheiden, Such ne? dir selber welche raus, welche du jetzt schick findest. Okay. Und wo fährt er? In Italien. Ach was. Ja, Zufälligerweise auf der Hauptbahn? da kann er auch fahren, ja, klar. Wo? Eigentlich überall von Rom und auch in dem Gewusel, was wir da so haben. Kannst du das Irgendwie simulieren? Da. Ja, ich kann dir das zeigen. Wenn jetzt ein Beispielzug wäre, er würde vielleicht hier so da irgendwo lang fahren. S-Termini. Genau. Und dann fährt er hier raus. Dann fährt er raus Da lang. und da Richtung Schattenbahnhof weg. So könnten wir ihn fahren lassen, zum Beispiel. Okay, auf dem Gleisplan bedeutet das, dann würde er hier rausfahren. Genau, fährt hier und fährt jetzt, welche Strecke hat er da? Diese, hier und fährt dahin. Und was ist, wenn ich das jetzt mal live sehen will? Ja, dann muss ich jetzt nur noch die restlichen Wagen fertig machen, dann können wir den morgen mal fahren lassen. Freue ich mich drauf. Ja. Sind wir doch gespannt, oder? Dann bis morgen. Gut. Gitter hat gestern natürlich noch die letzten 5 Waggons in der 6-fachen Zeit von mir natürlich fertig gemacht, sodass der Zug jetzt auf die Anlage gestellt werden kann. Wir können also zum Abschluss dieser Folge wirklich zeigen, wie dieser Zug aussieht. Das ist noch gar nicht so einfach möglich, weil eigentlich haben wir noch keinen Zugverkehr in Italien laufen. Wir sind wirklich noch in der Bauphase. Wie macht ihr das? Das heißt, ihr macht einfach mal Strom drauf und fahrt ihr dann per Hand oder könnt ihr das schon großartig steuern? Nein, also die Gleisbilder sind ja noch nicht ganz alle fertig und das ist auch noch nicht alles fertig konfiguriert. Und hier ist zurzeit, hier wird noch begrünt mit dem Gerät, was leider ein bisschen mehr Spannung hat. Und das würde uns hier die Elektrik wegstellen oder die ganzen Elektronikbauteile. Und deswegen fahren wir jetzt hier nicht erst, wenn die fertig sind mit Begrünen. Dann geht's los. Aber die Strecke funktioniert schon. Ich habe hier schon Züge fahren sehen. Wie viele wären es eigentlich insgesamt in Italien? Um die 150, 150 oder? ungefähr, ja. Und fast nur Personenzüge. Ja, weil wir fast alle Züge natürlich in Rom wenden müssen. Und bei Güterzügen rückwärts ist irgendwie doof, ja. Ja, und auch ein paar historische Züge? Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ist natürlich immer etwas schwierig. Viele Modelleisenbahnfans rufen immer nach mehr Dampfloks und so. Wir haben aber auch ganz viele sozusagen Touristen, die sich nicht so sehr für Eisenbahn interessieren, die eigentlich das aktuelle Bild sozusagen sehen wollen. Viele ICEs für Kinder. Das heißt, wir müssen immer den schmalen Grat finden und sagen immer, es gibt natürlich auch draußen auf der echten Bahn auch heute ganz viele historische Züge, nämlich Sonderfahrten. Das ist sozusagen unser schmaler Grat, den wir versuchen, dass jeder glücklich ist. Also in Italien auch ein paar historische Züge. Komm, wir stellen ihn auf. Okay, gut. Halt du mal. Oder, weil der ist nicht so ganz einfach. Traust mir nicht zu, ne? Nee, der ist wirklich, alleine Lok ist schon doof. Ja. Vor allem mit Wenn der irgendwas Oberleitung. angeblich nicht ganz einfach ist, dann muss ich meine Hände immer davon lassen. Das bin ich schon gewohnt. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn es irgendwo im Wunderland so richtig kracht, und das passiert bei uns ja wirklich ziemlich oft bei so vielen Zügen, dann müssen wir hin und müssen die Züge wieder aufstellen. Mitten auf der Anlage vor Hunderten von Besuchern und dann auch noch die Oberleitung und die Bäume heilen lassen. Das ist manchmal echt Stress. Man sieht hier bei Gitter, wie schwierig es ist, teilweise die Züge zusammenzubringen. Und das wirklich unter den Bedingungen zu machen, ist schon teilweise eine Herausforderung, oder Gitter? Ja, es ist natürlich jetzt für die Kupplung neu. Mit Gästen ist es immer schwieriger. Die stellen auch noch Fragen zwischendurch und so weiter. Und dann steht man manchmal mitten auf der Anlage, muss gucken, dass man nichts kaputt macht. Und, Da läuft der Schweiß. Stress, ja. Ja. Genau. Jetzt habe ich die Zeit versucht zu überbrücken. Der Zug ist noch nicht ganz aufgestellt. Ja, ich brauche Ist ein also bisschen ganz Platz. schön komplex. Ich bin mir aber ziemlich sicher, er wird gut aussehen. Ja, es geht gleich los. Du kannst mal die letzten beiden Wagen, die waren noch nicht eine, irgendwas war noch nicht ganz drauf. Und dann die anderen zwei da mit dran kuppeln. So, es kann losgehen. Wir Ja. fahren ja mal per Hand.
Vorher bitte mal beachten, er leuchtet, das ist mein Waggon und er leuchtet, finde ich, ein bisschen schöner als die anderen 5. Und jetzt fehlt natürlich nur, dass er auch wirklich brav losfährt. Dafür haben wir Thomas da. Wir steuern ja noch manuell im Moment und ich bin ganz gespannt. Fahr ihn mal los. Er fährt. Super, also ich würde sagen, Mission erfolgreich abgeschlossen. Dieser Zug ist beleuchtet und ihr habt einen wunderbaren Eindruck bekommen, wie Züge im Wunderland beleuchtet werden und vor allem, wie die Gleispläne in den Computer kommen. Wenn es euch wirklich gut gefallen hat, wovon wir ausgehen und das natürlich auch hoffen, dann besucht uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Bella Italia. Bis dahin, ciao. Ciao.